So, dann begrüße ich jetzt sehr herzlich meinen Interviewpartner, Herrn Manfred Ringer aus Rothenburg an der Fulda. Herr Ringer ist seit 2012 Vorstand der Genuscolar, einer Schulenergiegenossenschaft, deren Gründung ich begleiten durfte. Und wir haben ja im Vorfeld eine Menge gehört über Genossenschaften, über die wesentlichen Branchen, in denen sie vorkommen, auch über ihre Handlungsfelder und Strukturen, das heißt über die Mitgliederstruktur und über spezielle Formen von Genossenschaften. Dieses Interview will jetzt den Blick nach innen richten und einfach mal schauen, wie lebt sich denn in so einer Genossenschaft. Wie kommt man überhaupt dazu, eine Genossenschaft zu gründen, sich für diese Unternehmensform zu entscheiden und nicht für eine andere? Diese Fragen möchte ich dir, lieber Manfred, jetzt stellen, gebe dir aber zunächst auch nochmal die Gelegenheit, dich kurz selbst vorzustellen. Ja, vielen Dank, Christine. Mein Name ist Manfred Ringer. Ich bin hier an der örtlichen Schule, einer großen Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, seit vielen, vielen Jahren Lehrer. Und eben auch Umweltaktivist in Energiefragen seit vielen Jahrzehnten, kann man mittlerweile sagen. Und von daher mit der Thematik Energie und Energiegenossenschaften immer mal wieder in Berührung gewesen. Und jetzt kann ich schon überleiten auf die Frage, wie es überhaupt zu dieser Genossenschaftsgründung kam. An unserer Schule standen zweimal nacheinander bestimmte Renovierungen an. Einmal eine Sporthalle in 2009, wo das Dach renoviert wurde. Dort gab es schon erste Versuche für eine Energiegenossenschaft oder Gesellschaft, wie auch immer. Das ist dann leider aus verschiedenen Gründen nicht realisiert worden. Und 2 Jahre später wurde ein anderer Gebäudeteil renoviert, saniert. Und dort hatte dann auch der Schulleiter sehr frühzeitig mit dem Schulträger die Abmachung, dass die Schule ein Prä hätte, um etwas zu versuchen im Sinne von Solarstromerzeugung auf diesem Gebäude zu organisieren. Und da ging dann der Diskussionsprozess los, was wollen wir, was können wir als Schule organisieren. Und so eine Schul-Solar-Genossenschaft ist ja was ganz Spezielles. Wie war denn so der Anfang von dieser Idee? Wie sah der aus? Ihr hattet, glaube ich, den Gedanken, da gibt es ja sehr viel Dachfläche und die müsste man irgendwie nutzen. Ja, genau. Ich hab ja von diesem ersten Dach 2009 gesprochen. Da war das wir wollen was tun, eigentlich noch eher auf die Lehrerschaft fixiert. War vielleicht auch der Grund dann, warum es dann beim zweiten Mal, wie gesagt, das erste Projekt ist dann auch aus statischen Gründen nicht umsetzbar gewesen, warum es dann beim zweiten Mal eine sehr konstruktive Gründungsphase eigentlich gab. Es gab dann eben den Appell über Konferenzaufrufe und Rundbriefe und so weiter. Und das Wir wurde dann sehr schnell so definiert, dass es eben die Schule mit ihrem gesamten Umfeld, also mit der gesamten Region, könnte man sozusagen sagen, umfassen sollte. Und da gab es dann wirklich breit gefächerte Unterstützung, Öffentlichkeitsarbeit, schulinterne Rundbriefe, die praktisch jeder Schüler mit nach Hause genommen hat, sodass dann eben der Adressatenkreis für potenzielle Mitglieder von Anfang an sehr groß war. Und das hat sich dann im Gründungsprozess als sehr, sehr positiv dargestellt. Also das heißt, zu Beginn stand ein ganz klares Wir-Gefühl, ist das richtig? Ja, natürlich mit großen Fragezeichen, weil man ist ja als, sag mal, normaler Mensch nicht ganz erfahren damit, wie es gelingen kann, auch wenn wir ein großes Wir sind, obwohl ich da auch positivere Erfahrungen in der vorherliegenden Vergangenheit gemacht hatte, was man stemmen kann, denn es war klar, dass dieses Dach eine PV-Anlage ermöglicht, die eben einen materiellen Wert, einen Anschaffungswert von ca. 250.000 Euro haben würde. Und das ist natürlich für, sage ich mal, eine Handvoll Lehrer, Schüler, Eltern schon eine Hausnummer, die man eben nicht jeden Tag mal aus der Portokasse finanzieren kann. Das heißt, dieses Wir-Gefühl war da, aber die Ungewissheit, was wir dann schaffen könnten, war natürlich auch am Anfang sehr groß. Aber das hat sich dann ja alles sehr erfreulich entwickelt, wie wir gleich bestimmt noch besprechen können. Kannst du dich erinnern an die ersten, wirklich an diese erste Ideenphase?
Was waren da so die bestimmten Momente aus deiner Erinnerung, die dazu beigetragen haben, dass sich dieses Wir-Gefühl dann auch wirklich umsetzen ließ in eine Unternehmensform? Ja, das hat ja ein bisschen mit der Vorgeschichte zu tun. Wie gesagt, es gab schon vorherige Versuche, etwas zu machen. Dann berichte ich vielleicht noch ganz kurz von dem größten Wir-Gefühl, wo wir als Schule auch schon mal sehr erfolgreich waren. Wir haben in 1999, 2000 einen ökologischen Niedrigenergieanbau an die Schule finanziert mit anfangs 0 Euro Eigenmitteln und am Schluss wurden dann ca. 2 Millionen D-Mark damals verbaut. Und da hat man gesehen, wenn wir als Schule mit Unterstützung des Umfeldes bis hin zur Kreisverwaltung als Schulträger irgendwo gemeinsam in eine Richtung arbeiten, dann lässt sich erstaunlich viel ermöglichen. Und vielleicht war das auch ein bisschen eine Beschleunigung und Unterstützung dafür, es nochmal jetzt in diesem Zusammenhang zu probieren. Es gab hier Unternehmer in der Region, die eben sehr findig waren, ihrerseits solche Dächer für sich zu reklamieren und zu pachten und dann eben zu vermarkten. Und da hat eben jetzt unsere Schule durch unseren Schulleiter, der im Kreis gegenüber, dem Schulträger gegenüber gesagt hat, das gebt ihr bitte nicht weg, dieses Dach. Das Dach wollen wir mal versuchen, selbstständig jetzt praktisch als Energiequelle in Gang zu kriegen. Und dann hat sich es auch insofern gut umgesetzt, als bei den ersten vorsichtigen Sondierungen im Kollegium sich doch sehr schnell ein Interessentenkreis von mindestens 20 Leuten gebildet hat und damit auch das Finanzielle schon sich wieder deutlich positiver dargestellt hat. Denn diese 20 Leute brachten schon Absichtserklärungen von erklecklichen Summen, da kenne ich jetzt keine genaue Summe mehr. Ich glaube, das waren so von Anfang an dann schnell 60.000 Euro gewesen, also schon wirklich ein Viertel des benötigten Kapitals, hat sich so sehr schnell eben abgezeichnet, dass es da wäre. Und dann hat man natürlich auch dann den Mumm und die Energie zu sagen, und dann kriegen wir die Sache auch zum Laufen. Ne? Ja, also das heißt, also ich kann mich auch noch erinnern an der Stelle, dass eben ganz, ganz wichtig, so war meine Wahrnehmung damals auch, die Geschlossenheit des Kollegiums war und auch natürlich die Entschlossenheit und Unterstützung der Schulleitung. Ganz genau. Und damit auch die Einbindung der gesamten Schule. Ich hatte ja eben schon gesagt, dieses Wir hatte sich verändert von der ersten Idee, dieses eine Dach zu belegen, zu dem jetzigen Projekt, über das wir jetzt sprechen, dass eben Wir eben wirklich die gesamte Schule betrifft. Wir hatten ja deswegen auch mit deiner Unterstützung immer überlegt, wie hoch soll so ein Geschäftsanteil angesetzt werden, damit es überhaupt Sinn macht, einerseits von der Verwaltbarkeit her, aber andererseits eben auch der Aufforderungscharakter, jawohl, mach doch mit, auch wenn du nicht zu den gut begüterten Menschen gehörst oder sowas. Und wir haben hier dann zwischendurch mal über 500 Euro nachgedacht und haben es ja zu guter Letzt sogar auf 100 Euro Geschäftsanteil herabgesetzt. Hat sich sehr bewährt, weil eben dann auch nicht nur der Schulleiter, sondern auch der Hausmeister Mitglied der Genossenschaft werden konnte und nicht nur ein begüterter Vater oder Mutter, sondern eben auch einige Schüler, wahrscheinlich als Geschenk von Oma oder Opa oder wie auch immer, eben Mitglieder unserer Genossenschaft werden konnten, weil eben 100 Euro Geschäftsanteil ist ja eine Sache, die man noch irgendwo überschaubar finanzieren kann. Hattet ihr zu Beginn auch über eine andere Rechtsform nachgedacht? Wenn ja, über welche? Jetzt bei der zweiten Diskussion, ich vergleiche das ja immer so ein bisschen mit dieser ersten Projektidee aus 2009, eher nicht mehr. Du kannst dich vielleicht erinnern, da hast du uns ja auch schon mal ein, zwei Mal beraten gehabt, dass wir da sehr unschlüssig waren bei der ersten Phase, welche Rechtsform es denn werden solle. Da wurde vorgestellt die GbR, eine GmbH-Form und eben auch die Genossenschaft. Und da war keine Meinung so zu erkennen, was jetzt die Mehrheit befürworten würde. Jetzt bei dem zweiten Prozess war es eigentlich gerade wegen dieses veränderten Wir, dieser veränderten Wir-Definition, sehr schnell klar, dass das sinnvoll nur auf eine Genossenschaft hinzielen kann. Gerade wenn man Anleger mit kleinen Anteilen, mit kleinen Geschäftsanteilen dabei haben will, hätten die einer anderen Rechtsform, auf gut Deutsch gesagt, nichts zu sagen, weil ja dann eben die Mehrheitsverhältnisse entsprechend der Kapitaleinlagen sind. Und das ist natürlich etwas, was Schule als demokratische Ausbildungsinstanz sich gar nicht auf die Fahne schreiben kann. So nach dem Motto, die Stimme eines Schülers, der nur 100 Euro als Einlage hat, ist weniger wert als die des Papas, der Selbstständiger ist und der mal schnell 10.000 Euro in die Genossenschaft reingesteckt hat oder so. Ne? Deswegen war dann bei dem eigentlichen Gründungsprozess
die Frage, ob Genossenschaft oder was anderes, eigentlich schon vorentschieden und da ging es nur darum, wie wir die Genossenschaft am besten zum Laufen bekommen. Gab es denn auch Vorbehalte oder Unsicherheiten gegenüber dieser Wirtschaftsform? Jein, Vorbehalte insofern, als eben dann immer die Kritik kam, ja, das wird ja letztlich unüberschaubar, wenn jetzt jeder Schüler mit 100 Euro dabei ist, dann haben wir ja 1000 Mitglieder in der Genossenschaft, wer will denn das verwalten? Das geht ja gar nicht. Ansonsten Vorbehalte so nach dem Motto, eine Genossenschaftsidee taugt nichts, habe ich nicht in Erinnerung, zumal die Genossenschaft ja hier auch durchaus gut verbreitet und einen guten Leumund hat über die Genossenschaftsbanken. Da haben wir hier den VR Bankverein und wir hatten, waren ja damals noch getrennt, VR, Volks- und Raiffeisenbank und den Bankverein, die ja beide genossenschaftlich organisiert sind. Und die haben ja hier einen guten Leumund, die haben uns ja dann auch letztlich die VR Bank im Gründungsprozess erfreulicherweise sehr gut unterstützt, sowohl inhaltlich als auch finanziell. Kannst du nochmal zurückblicken auf diese gesamte Gründungsphase? Die war ja aus meiner Erinnerung gesehen eigentlich sehr, sehr zügig verlaufen und sehr zielstrebig verlaufen. Also ich kann mich daran erinnern, es gab sehr schnell, sehr gut funktionierende Arbeitsgruppen. Beispielsweise eine Arbeitsgruppe hat die Satzung erarbeitet. Die andere Arbeitsgruppe hat sich mit der Anlagenplanung und der Finanzierung beschäftigt und es lief eigentlich alles sehr, sehr schnell Hand in Hand. Wenn du jetzt zurückblickst, gab es da irgendwas, was besonders positiv war in dieser Phase oder gab es auch andererseits etwas, wo man vielleicht sagen könnte, das hätte man sich sparen können? Ja, also sehr positiv war, das muss ich also bei der Gelegenheit wirklich nochmal sehr deutlich sagen, auch die Unterstützung durch die Innova, also durch dich und dann eben durch den Gerd Nottenbohm, als es dann weiterging mit finanziellen Planungsarbeiten, also Stichwort Geschäftsplan, Finanzplan und so weiter zu machen. Das war sehr, sehr hilfreich und auch die zur Verfügung gestellten Materialien, um dann eben diese Satzungsarbeit und diese ganzen nötigen Arbeiten zu machen, hat ja alles sehr gut geholfen. Also da nochmal jetzt an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Was schwierig war und wo dann auch ich persönlich mich sehr reinarbeiten musste und erstmal weniger Unterstützung hatte, weil es eben dann eben für jedes Projekt ja einzeln ist, sind dann eben diese, ich sag mal so, wirtschaftlichen Gründungsvorarbeiten wie Geschäftsplan, Finanzierungsplan, Kreditfragen, wie kann man das finanzieren, welche Laufzeiten braucht man, wie muss man den Geschäftsplan über wie viele Jahre voraus kalkulieren und solche Geschichten. Das war eben großes Neuland. Ich kann mich erinnern, dass einmal der Bankvertreter sagte, also ohne einen ordentlichen Geschäftsplan kann man hier gar nicht mehr weiterarbeiten und das war natürlich dann ein Punkt, wo es hieß, jetzt muss der Ringer mal ein bisschen noch sich gründlicher um die Sache kümmern, weil da hat eben keiner von uns Erfahrungen gehabt, weil wir eben ja aus dem schulischen Umfeld kommen. Und in dieser Gründungsphase eben auch die größere schulische Öffentlichkeit, obwohl sie auch eingeladen war, eben leider noch nicht so weit vertreten war. Das heißt, die Gründungsprozeduren wurden überwiegend aus der Lehrerschaft dann eben mit diesen Arbeitsgruppen und so weiter gestaltet. Ja, im Nachhinein sieht man ja manches klarer und du hast ja auch schon gesagt, ihr hattet zu Beginn auch so Diskussionen, wie kann das denn sein, dass jetzt Schüler letztendlich den gleichen Anteil an so einem Unternehmen an der Schule haben wie Eltern oder Lehrer. Wie hat sich denn das Miteinander an der Schule verändert durch diese Genossenschaft? Kann man das beschreiben? Ja, da muss man schon ein bisschen realistisch sein und sagen, an der Schule selber hat sich nicht viel verändert. Ich würde sagen, um die Schule herum hat sich ein bisschen was verändert. Sprich, es hat eine Ausstrahlung in die Region gegeben in Form dieser Genossenschaft. In der Schule, da ist ein anderer Kollege, der eben politische Fächer unterrichtet, immer wieder am Arbeiten gewesen, wird das Ganze sehr stark dadurch ja, kann man sagen, behindert, indem eben Schüler, wenn sie soweit sind, sage ich mal, in der gymnasialen Oberstufe oder am Ende der Mittelstufe, dass sie dann leider die Schule sehr bald verlassen. Aus ihrer Sicht natürlich nicht nur leider, sondern aus Sicht der Schüler erfreulicherweise. Aber leider, weil sie dann eben für das Projekt oder für so eine genossenschaftliche Mitarbeit und so weiter natürlich dann verloren sind. Wir haben ja hier keine Möglichkeit in der näheren Umgebung irgendwo einen Studienort anzubieten, dass man sagen könnte, die Schüler haben einen dauerhaften Kontakt noch weiterhin hier nach zu Hause und auch von der Ausbildungsseite her gehen die Schüler natürlich dann sehr schnell auch in
die Region im Ganzen ein bisschen weiter weg, sodass sie dann für so eine Sache nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber in die Region selber hat die Genossenschaft sehr wohl gewirkt und gestrahlt. Wir haben dann ja auch sogar andere Genossenschaften in ihrer Gründung wiederum unterstützt durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben Vorträge gehalten und Beispiele gegeben und Ermutigung gegeben, wenn woanders Genossenschaften mit ähnlichen Zielsetzungen sich gründen wollten. Wie hat sich denn die Mitgliederstruktur entwickelt jetzt über die Jahre hinweg? Also wie hoch ist der Anteil von Schülerinnen und Schülern, von Eltern, von Schule selbst, also Lehrer oder auch sonstigen Einzelpersonen? Oh, da muss ich sagen, da bin ich jetzt ein bisschen im Detail überfragt, weil ich die Zahlen jetzt nicht vor mir habe. Die hat jetzt ein Kollege in der letzten Präsentation eingearbeitet gehabt im Sommer. Das habe ich jetzt leider nicht direkt vor mir liegen. Es ist so, dass die ganze Entwicklung eigentlich sehr breit angelegt war. Das heißt, es kam sehr schöner Zulauf außerhalb des Kollegiums, eben durch Elternschaft und auch von den Schülern, wobei die Schüler eben oftmals im Rahmen von Familienmitgliedschaften, also wo dann eben Eltern und Kinder in die Genossenschaft eingetreten sind, entstanden sind. Und die haben auch noch ihren Bestand. Ich kann jetzt keine Quote nennen, ich kann nur sagen, es ist breit gestreut, also es ist nicht so, dass wir zu 90% Lehrer wären und dann eben ein paar Eltern und Schüler. Es ist allerdings immer noch sehr stark Lehrer dominiert, da im Rahmen des Wachstums, des Anfangswachstums, wir ja sehr schnell mehr als das eine Projekt an unserer Schule realisieren konnten. Ich bin dann rumgereist, weil das eben unser primärer Ansprechpartner war, bei anderen Schulen, also wieder vom selben Schulträger, vom Landkreis her, weil wir da mit denselben Konditionen dann eben entsprechend arbeiten konnten. Und wir haben dann an zwei anderen Schulen, an den beruflichen Schulen in Bebra und an den beruflichen Schulen in Bad Hersfeld Vorträge gehalten und haben dort nicht neue Genossenschaften initiiert, weil das hätte ja wieder neue Verwaltungsarbeit und so weiter und alles bedeutet, sondern wir haben dann dort geworben, sich unserer Genossenschaft anzuschließen und dann eben die Projekte sehr zielgerichtet, aber auf den schulischen Dächern dieser jeweiligen Schulen zu realisieren. Und das gab dann noch im Jahr 2012, in dem Übergang 11/12, einen erklecklichen Wachstum an Mitgliedern, die eben aus der Lehrerschaft dieser beiden Schulen sich rekrutierten. Aber im Zuge des weiteren Prozesses, wir haben ja insgesamt mittlerweile 11 Anlagen am Laufen, ist auch eben Zulauf aus der gesamten Bevölkerung, kann man sagen, gekommen. Ich weiß von verschiedenen Mitgliedern her, dass man quasi beim Kaffeegespräch darüber geredet hat, was ist denn das, du bist doch da Mitglied, und dann fand man das so toll, dass dann neue Mitglieder auf dem Wege motiviert wurden, eben unserer Genossenschaft beizutreten. Also das ist eine sehr positive Entwicklung, die jetzt weniger, wie gesagt, in die Schule hineinspiegelt und schon gar nicht in die Schülerschaft hineinspielt, leider. Da hat der Kollege eben, wie ich anfangs gesagt habe, berichtet, dass das doch auf Kontinuitätsprobleme stößt. Wenn man mit den Schülern mal ein Projekt erarbeitet hat, dann ist das Projekt quasi noch nicht fertig, wenn die Schüler mit der Schule fertig sind, so ungefähr. Ne? Okay. Wobei die Genossenschaft ja auch die Gelegenheit bietet, auch die Anteile zurückzugeben. Also im Grunde genommen, ich kann mich erinnern, das war ja auch von Anfang an Thema, wie wird es mit der Fluktuation und so weiter. Aber letztendlich können die Schüleranteile ja auch weitergegeben werden. Das ist korrekt. Da haben wir allerdings eine Fluktuation, was Schüler betrifft, bei 0. Da bin ich mir sehr sicher. Also es ist noch kein Schüler, auch wenn sie jetzt die Schule verlassen haben, hat der Genossenschaft den Rücken gewendet, sondern ist eben jetzt so eine Art passives Mitglied weiterhin. Man kann eben nicht aktiv mitarbeiten, logischerweise. Ja. Man kommuniziert ab und zu, man sagt, man kann zur Generalversammlung nicht kommen, weil man im Studienort gebunden ist. Ja, okay. Wir haben auch insgesamt eine sehr stabile Mitgliedschaft. Wir haben leider 1, 2 Todesfälle gehabt, und ansonsten an Kündigungen kann ich mich jetzt erinnern, höchstens 2, 3 Fälle, wo halt Leute jetzt in die Altersphase gewechselt sind, wo sie sagten, ich will jetzt in Ruhestand gehen, ich möchte jetzt mein Kapital wieder rausziehen, um eine größere Reise zu machen oder was auch immer. Ansonsten ist die Mitgliedschaft, die bei um die 140 Personen, teilweise auch Institutionen liegt, sehr konstant, und im Gegenteil, es wurden dann eher Wünsche laut, noch mehr Geschäftsanteile zu erwerben, als zu sagen, ich möchte die Genossenschaft verlassen oder meine Geschäftsanteile zum Teil zurückgeben.
Ja, also alles sehr, sehr vorbildlich, kann man sagen. Ja, also auch die Beratung, die ihr dann für weitere Projekte übernommen habt, ein toller Prozess insgesamt. Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du auch schon angesprochen hast am Anfang, nämlich die Rolle der VR-Bank in der Gründungsphase. Das war ja letztendlich, gab es ja dann so ein Angebot und auch eine offene Unterstützung durch die Bank, die dann auch dazu geführt hat, dass die Akzeptanz sehr, sehr schnell gewachsen ist. Kannst du das nochmal genauer beschreiben, worin da der Vorteil für euch lag? Ja, das kann ich sehr gerne genau beschreiben, zumal ich mich da sehr lebhaft daran erinnere, da ich persönlich gar nicht Kunde der VR-Bank bin, sondern der Konkurrenzbank Sparkasse hier bin. Es gab dann im späteren auch diverse interessante Gespräche. Ich bin ja auch erstmal auf die VR-Bank zugegangen, nicht als Unterstützer für den Gründungsprozess, sondern einfach als Finanzier für das Fremdkapital, was man ja irgendwo braucht. Und habe also bei den beiden Banken oder auch bei dem Bankverein, glaube ich, als dritten war ich auch noch, eben den hiesigen Banken, gefragt, wie denn die Konditionen wären für so ein Vorhaben. Habe eine Darlehenssumme X in den Raum gestellt, weiß ich nicht mehr genau, wie hoch die damals war. Ich denke so um die 100.000 Euro, so vorsichtshalber mal quasi angefragt. Und habe dann natürlich beschrieben, worum es ging und habe auch gebeten, da bin ich mittlerweile ganz ohne Scheu, zu sagen, dass wir der Meinung sind, dass es ein besonderes Projekt sei und dass man vielleicht deswegen auch besonders mal mit den Konditionen das Projekt unterstützen könnte. Ja, und dann gab es von der einen Bank eben ein 0815-Angebot und von der anderen Bank ein interessantes Angebot, was die Konditionen betrifft und darüber hinaus eben von der VR-Bank sofort das Angebot, ja, wir sind ja eine genossenschaftliche Bank und wir müssen uns selber auch nach unserer Satzung ja dem genossenschaftlichen Gedanken immer verpflichtet sehen. Wir unterstützen euch gerne in der Gründungsphase und wir geben euch auch eine Garantie, dass wir eure Gründungskosten bis zur Höhe von Summe X, ich glaube 2.000 Euro oder 3.000 Euro, übernehmen, sodass wir nicht am Anfang erstmal mit Geld arbeiten müssen, was wir noch gar nicht haben, oder eben schon Geld ausgeben müssen für Zwecke, die eben jetzt eher Gründungszwecke sind und nicht projektorientierte Ziele haben. Und insofern war das dann eine sehr schnelle, gute Zusammenarbeit mit der VR-Bank. Es kommt eben hinzu, das ist auch ein Pluspunkt für das ganze Projekt, denke ich mal, habe ich mir auf meinen Schmierzettel ganz groß drauf geschrieben, dass auch hier die Vernetzung, die durch unsere Schule und durch aber auch mich als Person in der Region existiert. Man ist eben hier, man ist ja was, wenn man die große Schule ist. Wir haben zeitweise 1.500 Schüler gehabt. Und dadurch kennt die Schule jeder und jeder kennt einen, der früher Schüler war und so weiter und so fort. Da hat man eben sehr gute Ansprechpartner, wo man nicht den Dienstweg gehen muss, sondern wo man mal direkt gleich die Gespräche mit den Entscheidern an den entsprechenden Stellen führen kann, sodass das Ganze dann auch sehr gut dort eben und auch sehr zügig, wie du ja zu Beginn schon gesagt hast, alles ablaufen konnte. Und das hat die Sache sicherlich positiv beeinflusst. Man darf natürlich, wenn ich jetzt nochmal kurz auf die Zeitschiene zurückkomme, auch nicht unterschätzen, dass wir in Gänsefüßchen das Glück hatten, dass dann mitten in der Gründungsphase im März ja das Unglück in Fukushima passiert ist. Da ist ja dann die ganze politische Diskussion hier auch bis hin zur Bundespolitik ja entsprechend durcheinandergewirbelt worden. Und genau in dieser Phase war ja die Gründung schon vorher natürlich gestartet gewesen. Ende 2010 ging es ja schon los, aber das gab natürlich nochmal eine riesige Unterstützung gegeben. Das Thema war in und alle Leute fanden das gut und sind natürlich dementsprechend hier bei uns dann hineingestürmt in einer Dimension, die wir uns gar nicht haben träumen lassen. In der Gründungsphase oder in der Gründungsversammlung ganz kurz hatten wir gehofft, dass wir so vielleicht 50% des Kapitals, was wir für unsere Anlage bräuchten, durch die Mitglieder, die wir dann gewinnen wollten, hinbekommen würden. Als wir aus der Gründungsversammlung rausgingen, waren wir überfinanziert und konnten dementsprechend gleich die nächsten Projekte sozusagen ins Auge fassen. Das waren dann eben diese beruflichen Schulen, von denen ich vorhin schon mal sprach. Ja. Gab es bei euch eigentlich mal sowas wie einen Knick? Also es gibt ja manchmal bei den Genossenschaften so nach 3 Jahren ungefähr so einen Knick. Ja, Knick ist vielleicht ein bisschen deutlich übertrieben gesagt. Es gab natürlich Wellenbewegungen, sage ich mal so. Erstens durch personelle Wechsel. Wir sind ja als Vorstände ehrenamtlich tätig
und dann merkt man erst später, wie umfangreich die Arbeit ist. Bei einigen Leuten ändern sich die persönlichen Lebenssituationen, Stichwort beispielsweise Familiengründung und sowas, und dann merkt man, das geht nicht mehr zusammen. Das gab Knicke. Nach circa durchaus 3 Jahren kann man schon sagen. Die ersten 3 Jahre gingen sehr, sehr erfolgreich vonstatten. Da haben wir alle gemeinsam an einem Strang gezogen und auch die öffentliche Diskussion und die Rahmenbedingungen der Politik und so weiter waren ja alle sehr, sehr positiv. Dann gab es eben, wie gesagt, erste personelle Wechsel. Dann wurde es eben auch ein bisschen ruhiger, was die Projekte betrifft, weil auch die große Politik, sprich Modifikationen im EEG, die ja immer rigoroser wurden und immer mehr das Ganze finanziell nicht mehr attraktiv haben werden lassen, haben das Ganze gebremst. Wir sind dann quasi übergewechselt in einen ruhigen Fortschritt, so würde ich es mal nennen, nach diesem anfänglichen schnellen Wachstum. Also wenn man das als Kurve betrachtet, ging die am Anfang rasend schnell hoch, sowohl was die Mitgliederzahl als auch das gezeichnete Kapital betrifft, als auch die Zahl der Projekte, und dann verflachte diese Kurve, aber sie geht immer noch geringfügig allmählich nach oben, und wir haben auch als Zukunftsperspektive noch den Blick einer Windkraft, Repowering hier in der Region im Auge. Wir haben uns nicht an anderen Windkraftobjekten beteiligt, die hier in der größeren Region gelaufen sind, sondern wir sehen uns eben, das habe ich ja schon mehrfach angedeutet, als Vertreter für die Region. Eben auch die Mitgliedschaft rekrutiert sich überwiegend aus der Region, und die Projekte sind eigentlich alle hier in der Region, wobei wir Regionen eben den Landkreis Hersfeld-Rotenburg erstmal so grob definiert haben. Und da haben wir durchaus Perspektive, dass wir dann mit einer Windkraft in absehbarer Zeit vielleicht nochmal einen neuen, anderen Schwung aufnehmen, als eben jetzt über die PV-Anlagen. Bei den PV-Anlagen sind wir in der Vergangenheit sehr gut vorangekommen, auch dadurch, wieder nochmal Stichwort Vernetzung, dass uns Dritte sozusagen darauf hingewiesen haben, Mensch, da wird doch mal ein Dach auf dem Kindergarten renoviert. Habt ihr denn schon mal dran gedacht, ob ihr dort eine PV-Anlage machen wollt? Oder vom Reitverein, die machen bei ihren Stallungen ein neues Dach, hat uns der Dachdecker gesagt, wollt ihr nicht fragen, ob ihr da eine PV-Anlage drauf machen wollt? Wir arbeiten da sowieso drauf, das wäre ruckzuck erledigt. Und auf dem Wege sind eben viele Projekte dann nach der eigentlichen Gründungsphase dann uns auch in gewisser Weise zugeflogen, ne? Ja, abschließend vielleicht noch eine Frage im Blick auch auf andere, die sich das Gespräch jetzt anhören und möglicherweise selbst eine Genossenschaft gründen möchten oder auch schon eine haben und mit diversen Problemen zu kämpfen haben. Welche Tipps hast du denn für die Vorstände einer Genossenschaft? Oh, das ist eine schwierige Frage. Wir haben ja mehrere Vorstandswechsel gehabt, von daher haben wir das Thema mehrfach besprochen. Also wichtig wäre, glaube ich, meistens teilt man ja gerade, wenn es um ehrenamtliche Arbeit geht, die Arbeit entsprechend auf, oder die Schwerpunkte der Arbeit teilt man entsprechend auf, weist sie entsprechend zu. Das sollte man möglichst frühzeitig und möglichst klar definieren. Weil wenn jeder alles machen soll, muss, will, geht das nicht gut. Das ist sehr problematisch. Dann gibt es auch Überschneidungen von Handlungen oder Verwürfnisse mit irgendwelchen Arbeitsformen und so weiter. Da würde ich dringend empfehlen, dass man solche Arbeitsbereiche halt klar definiert, neben denen, die alle natürlich wissen müssen, dass man sich wechselseitig immer auf dem Laufenden hält, sollte auch selbstverständlich sein. Also Stichwort kurze Kommunikationswege ist ja in der heutigen Zeit Gott sei Dank kein großes Problem. Was, glaube ich, gerade für die ehrenamtliche Arbeit ein nicht zu unterschätzendes Problem ist, das ist ein Problem, das wir jetzt nach immerhin 8 Jahren immer noch nicht so zu unserer Zufriedenheit gelöst haben, ist, wie wird diese tägliche Büroarbeit, habe ich es mal genannt, wie wird die organisiert? Die Genossenschaft firmiert unter meiner Postanschrift, das heißt, alles, was an Post kommt, kommt zu mir, aber nicht alles will ich verarbeiten. Wie kriegt das ein Kollege X, wie kriegt das der Kollege Y im Vorstand? Was passiert mit den ganz banalen Abheftungen? Wo steht welcher Ordner? Wo sind welche Unterlagen gebündelt? Was ist schon digitalisiert? Was kann man digitalisieren? Was kann man wegschmeißen? Das sind Sachen, die erstaunlich viel Energie benötigen, und das ist etwas, was, glaube ich, Vorstände, die ja mehr um die Projekte sich kümmern wollen, eben nicht so gerne tun. Das ist ein Punkt, an dem wir von Anfang an eigentlich immer wieder uns überlegt haben, wie kriegen wir den besser in den Griff, als er so jetzt eigentlich ist.
Ja, das sind die Mühen des Alltags, die du da jetzt beschrieben hast. Hierfür gibt es ja, wenn ich das jetzt mal so quasi als Werbeblock mit einfügen darf, auch verschiedene Fortbildungsangebote der Verbände, der Genossenschaftsverbände. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mal besucht habt, aber da gibt es Wir mit kennen, Sicherheit auch Lösungsansätze für den ganzen Verwaltungsaufwand, denn ich erinnere mich sehr gut, dass du mal zu mir gesagt hast, ich bin jetzt Unternehmer geworden. Und das war mir gar nicht so klar, was das eigentlich heißt. Ja, das passt eigentlich ganz gut zu dem, ja, was du das sagst. stimmt schon, das hat man allerdings ganz schnell gelernt. Das Problem ist halt nur, dass ein, ich sage mal so, üblicher Unternehmer eine Bürolandschaft hinter sich hat, die dann Ja, entsprechende Arbeiten erledigt. ja. Und das haben wir als Genossenschaft eben nicht. Wir haben zwar uns auch ein bisschen was aufgebaut an Formschreiben und so weiter, an Dokumentvorlagen, logischerweise, auf die wir arbeiten können. Aber die Büroarbeit, diese berühmte tägliche Büroarbeit, ist ja deutlich umfänglicher. Ich will gar nicht von dem Begleichen von Rechnungen und so Sachen erledigen, die Grundlagen der Buchführung zusammenzuhalten. Die gehen ja ans Steuerbüro. Das ist ja eine vergleichsweise kleine Sache, aber so eine regelmäßige Sache, wo man genau weiß, wie man damit umgeht und wer dafür verantwortlich ist, lässt sich auch sehr einfach definieren. Aber es gibt ja immer wieder andere Sachen. Es gibt so Anfragen von Dritten. Es gibt entsprechende oder Besprechungspunkte, wo man nicht weiß, kann ich das einfach schnell selbst entscheiden oder müssen wir jetzt eine kleine Sitzung machen im Vorstand. Und da fehlt eben so ein bisschen diese Infrastruktur hinter einem. Wie gesagt, bis zu dahin, was mache ich jetzt im Sinne von Aktenablage, was gehört wohin, was muss ich doppelt haben, wo muss ich also Kopien für halten und wie kann ich das strukturieren, meine Ordner und so weiter. Das sind Aufgaben, die man vorher nicht, jedenfalls muss ich das sagen, bei unserem Gründungsprozess so richtig im Blick hat und die dann hinterher als sehr viel arbeitsintensiv sich ausweisen leider. Ja, ja gut, Manfred, unsere Zeit ist um. Vielen Dank für das Gespräch. Kann vielleicht noch sagen, aus Vielleicht noch eine meiner, kurze Schlussbemerkung, weil das ja, finde ich ist für jetzt nicht nur dieses Projekt, sondern auch für andere Projekte, die ich schon umgesetzt habe, so ein Resümee, weil das viele Leute nicht von sich aus so tun. Wenn man etwas Gutes vorhat, dann sollte man auch das sehr schnell auch sich trauen, öffentlich zu machen und eben in der Öffentlichkeit darzustellen nach dem Motto, tue Gutes und rede drüber, so nach dem Motto, also Plattformen suchen wie eben so eine Schule, wo sich dann über die Schülerschaft eine große Adressierung erreichen lässt oder eine regionale Presse, dass man solche Projekte auch in der frühen Phase durchaus in der Presse schon darstellt und beschreibt und damit Leute motiviert zu sagen, oder bin ich mal neugierig, das verfolge ich mal weiterhin. Und nicht im stillen Kämmerlein müsse man alles 150-prozentig fertig haben und erst dann könnte man damit in die Öffentlichkeit treten. Ich denke, solche Projekte lassen sich nur gemeinschaftlich gut umsetzen und dann muss man ja auch sehen, dass man eben die Gemeinschaft, sage ich mal, die Region, die anderen Leute, die Interesse haben können, im selben Feld zu arbeiten, von denen ich vielleicht noch gar nichts weiß, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, solche Personen, dass man die einfach auch frühzeitig mit informiert. Dann haben sie Mitgestaltungsmöglichkeiten und sind eben auch von Anfang an dann über den Fortgang der Dinge dann eben auf dem Laufenden. sehr schön. Vielen Dank, Manfred. Bitte schön, es war mir ein Vergnügen.